So, willkommen zum neuen Video. Ich habe mich heute passend angezogen. Ich hoffe, das sieht man mit so einem ausgewaschenen T-Shirt aus der 80er Jahre, dem Master of the Universe, He-Man, die ältere Zuschauer, die auch so um die 40 Jahre alt sind, wie ich jetzt auch, werden das kennen, habe ich angezogen, passt sehr gut heute zum Alter von unserem Auto. Und beschäftigen wollen wir uns heute mit einer Lautsprecherabdeckung von unserem 107er. Ich habe jetzt hier mal die linke, hier links vom Lenkrad, schon mal ausgebaut. Und wie ihr jetzt seht, habe ich jetzt hier schon ein bisschen Beschädigung an dem Stoff, an diesem Blendestoff, der hinter dieser Abdeckung verklebt ist. Habe ich hier schon Risse drin und Beschädigungen drin, und ich möchte euch heute zeigen, wie man den wieder schick machen kann. Dazu zeige ich euch erst einmal den Ausbau von der rechten Blende, jetzt gleich im Anschluss nach dem Intro, und dann gehen wir runter in die Werkstatt und zeige ich euch die einzelnen Schritte, wie ich die Blende wieder schön mache, schick mache, ja, damit wir die dann wieder einbauen können, ohne uns eine neue Blende zu bestellen. Aktuell mit der Ersatzteillieferung bei Mercedes ist gerade ein bisschen kritisch. Neu reinkommen ins Ersatzteilprogramm ist jetzt gerade in meiner Wagenfarbe, ja, der Farbcode 8320, 8319 Dattel. Wäre jetzt für zumindest die linke Abdeckung für 31 € erhältlich. Ja, muss aber nicht sein. Bei mir ist im Prinzip der Rahmen noch in Ordnung. Das Teil, der hindert, ist auch noch in Ordnung. Auch der Schaumgummi ist zwar verschmutzt, aber noch okay. Deshalb benutzen wir den weiter. Und ich muss im Prinzip nur die Stoffblende hinter dieser Einfassung muss ich quasi nur erneuern, und das zeige ich euch jetzt gleich unten in der Werkstatt. Bleibt bitte unbedingt bis zum Schluss dran, das wäre nett. Zum Schluss bringe ich noch die ganzen Teilenummern von der Schraube und von der Blende an sich, wo da dazu gehört, und dann würde ich sagen, starten wir direkt nach dem Intro. So, zum Abschrauber von den Lautsprecherblenden habe ich hier unten zwei kleine Schräuble. Das ist bei der rechten und bei der linken Abdeckung der Lautsprecher das gleiche System. Ich gehe mit einem ziemlich kleinen Schraubenzieher hier unten rein, drehe die kleine Schräuble raus. So, jetzt habe ich die Abdeckung unten gelöst. Die ist jetzt oben noch mit den Clips von unten reingeschoben in eine Halterung, in so eine Spange. Und da fahren wir jetzt mit so einem Kunststoffkeil haben wir hier rein, dass wir es unten anheben können, und ziehe die Abdeckung nach unten weg. Hier war sie eingehakt, hier in dem Steg, hier oben drin, und deshalb müssen wir die nach unten wegziehen, dass man da nichts beschädigt und die Klammern nicht zusätzlich noch aufbiegen. So, wir haben hier jetzt unsere zwei Blender ausgebaut, einmal die rechte Seite in Fahrtrichtung und einmal die linke Seite. Die linke Seite habe ich jetzt hier schon den Gitterrahmen gelöst. Hier unten habe ich meine zwei Schrauben an der Befestigung, und der Gitterrahmen saß dann vorhin so drin und wurde hier am Rand nur verklebt. Ich biege die Umschläge von dieser Blende einfach nach außen weg, muss darauf achten, dass ich die Blende an sich nicht beschädige. Wie ihr schon seht, sind natürlich nach der ganzen Zeit, das Alter, nach 33 Jahren, 30 Jahren, 35 Jahren oder vielleicht auch 40 Jahren, wie alt die Blende sind natürlich die Weichmacher aus dem Material schon draußen, und das ist alles recht, ja, störrisch und relativ fest. Da müsst ihr beim Aufbiegen aufpassen, ja, dass ihr da nichts beschädigt.
Und damit das Ganze ein bisschen geschmeidiger wird, habe ich es davor mit Bienenwachs, Lederbalsam eingerieben. Dadurch wird das Material, wenn man es ein bisschen einwirken lässt, ein bisschen geschmeidiger und man kann das dann leichter von der Verklebung hier auf diesem Gitterrahmen lösen. So, das Problem bei meiner Blende ist, dass dieser Stoff hier, der auch in dieser Lederblende hier eingeklebt ist, dass der schon hier auf der rechten Seite, erkennt man jetzt, schon Risse hat. Ich werde den jetzt rausziehen und hier durch so ein Vlies, was ich wieder mit meiner Lederfarbe von VLC farblich angepasst habe, wird dieses Vlies dann hier zuschneiden und einlegen und dann diesen Rahmen reinigen und den Rahmen dann wieder einsetzen. So, beim linken schon gemacht. Ich mache jetzt hier, löse ich jetzt die rechte Abdeckung auf von dem Gitterrahmen hier hinten und reibe davor die Blende mit dem Bienenwachs, mit dem Bienenbalsam hier ein, um das Material ein bisschen geschmeidiger zu machen, damit ich dann beim Lösen hinten dran nicht nur irgendwas von der Blende beschädigt, was dann nachher im Sichtfeld ist und was man nachher im Einbau dann auch sieht. Das wäre schade, wenn die nur so gut aussieht wie jetzt in meinem Fall und quasi nur der Stoffbezug dahinter beschädigt ist, muss man ja nicht die komplette Blende austauschen. Zumal, wie gesagt, auch die nicht mehr in alle Farben erhältlich wären und man müsste sich dann wieder andere Farbe holen. Aktuell gibt es noch, wie gesagt, vorher den 8320 Farbcode von Mercedes, das wäre Dattel, und Grau, soweit ich weiß, ist auch noch lieferbar. Da weiß ich jetzt der Farbcode nicht auswendig, ich glaube 7045, wenn mich nicht alles täuscht. Und im Programm haben sie auch noch eine schwarze Abdeckung, aber die ist aktuell nicht lieferbar. Wie gesagt, und dann müsste man sich wieder ein Lederspray holen und das farblich anpassen. Und wenn das vorne nicht beschädigt ist, muss das ja nicht unbedingt sein. So, ich hoffe, ihr habt an eure Lautsprecher bzw. an eurem PC oder Smartgerät, von was ihr auch das Video anschaut, den Geruchslevel hochdreht oder so. Der Bienenbalsam, der riecht total geil. Das ist total, ja, super. Riecht wie Honig. Wirklich angenehm. So, ich streiche das jetzt auch noch auf der Rückseite ein, damit sich jetzt gleich beim Abziehen, beim Lösen hier ist der Kleber schon ein bisschen weg, aber das Material ist alles extrem hart und dass ich mir da keine Risse reinhole, streiche ich das richtig großzügig mit dem Balsam ein. Und versuche es jetzt gleich im Anschluss zu lösen. Hier die Halteklammern, die können wir auch vorsichtig nach oben raus. Die sind hier in diesem Gitter, sind die so eingeschoben, die können wir raustun. So. Jetzt lassen wir das noch geschwind einwirken und dann ziehen wir den Bezug von der linken Abdeckung, das war die rechte Abdeckung, von der rechten Abdeckung dann ab. So, wir haben jetzt den Balsam 2 Stunden einziehen lassen in das Material. Macht es ruhig ein bisschen länger, könnt ihr auch gerne über Nacht machen. Ja. Dann ist das alles ein bisschen weicher. Und wir versuchen jetzt diese Blende von diesem Gitterrahmen abzulösen. Ich nehme hier so einen Heißluftföhn auf 1000 Watt, mache ich den. Und natürlich mit etwas Entfernung versuche ich hier den Kleber ringsrum ein bisschen zu lösen und dann mit einem sehr flachen Schraubendreher dann hier runterzufahren und
quasi die Blende von dem Gitterrahmen zu lösen. Achtet, wenn ihr mit dem Föhn arbeitet, dass ihr nicht zu nah dran kommt. Ich habe hier dieses Schaumgummi noch dazwischen, dass ihr das euch nicht ankugelt, weil das brauchen wir nach dem Reinigen, verwenden wir das wieder. Also brauchen wir das noch und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch das nicht beschädigt. So, wenn das hier so sorgfältig entlang fahrt, dann geht es relativ gut. Man muss ein bisschen Geduld haben. Hier unten über diesen Umschlag habe ich ein Dreikanthölzle hier drunter geklemmt und das dann fixiert mit den Wäscheklammern, damit auch dieser Bezug richtig unten dann auch sitzt und dann an der Klebestelle dann auch richtig fixiert wird. So, und jetzt warten wir, bis das alles verklebt ist und schaut uns das dann an und können dann die Lautsprecherblende wieder einbauen. So, unser Kleber ist getrocknet, das Ergebnis sieht jetzt von vorne im Sichtfeld so aus. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, ich finde es passt richtig gut. Mit diesem Vlies dahinter, das farblich angepasst wurde in diesem Dattelton. Man könnte jetzt natürlich das Vlies auch schwarz sprühen oder sich gleich ein schwarzes Vlies holen und das dahinter machen, dann hat man eine andere Variante, das kann man ja individuell gestalten, so wie das jeder möchte. Somit 31 € gespart für eine komplett neue Blende. Die bauen wir jetzt oben am Fahrzeug ein und dann zeige ich euch noch geschwind den Einbau, nachdem man diese Haltenase hier hinter in das Gitter noch reingesteckt hat, wie man sie anklipst und festschraubt und dann gehen wir gleich hoch zum Fahrzeug. So, ich bin jetzt hier auf der linken Seite, habe meine zwei Halteklammern, meine zwei Haltenase hier in dieses Lochblech eingesteckt, auf gleiche Höhe. Wenn ihr das einschiebt, müsst ihr aufpassen, dass unser frisch repariertes Vlies dahinter nicht gleich beschädigt wird, weil doch diese Haltenase sehr scharfkantig sind. Also ansetze und dann vorsichtig reinschiebe, damit ihr das Vlies dann nicht gleich beschädigt beim Reinschieben. Wir müssen gucken, dass diese Wölbung hier oben ist und unsere zwei Löcher für die Schraube, um das nachher hier unten zu fixieren, unten sind. Und damit ihr das jetzt beim Installieren auch in diesen Haltesteg hier oben reinkriegt, diese zwei Klammern, bietet es sich an, erst den rechten äußere zum Lenkrad zeigende mit so einem Spatel setzt er unter die Klammer an, drückt die Nase ein bisschen weg, dass er hier in die Schiene reinkommt.
dass erst der rechte drin ist. Der rechte ist jetzt drin und dann nochmal ein bisschen links runter fahren und dann die linke Klammer nach vorne drücken und dann könnt ihr den, wenn er eingerastet ist, in diese Schiene nach oben drücken und dann habt ihr hier oben am Abschluss eine saubere Kante und könnt es unten dann noch reindrücken und mit den 2 Schräuble unten fixieren. So, das war jetzt quasi eine Variante, wie man diese Lautsprecherblende optisch wieder aufbessern kann, beziehungsweise wie in meinem Fall, wenn man so eine defekte Stoffabdeckung hat, wie man das mit diesem Flix wieder reparieren kann, damit es wieder ansehnlich aussieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und für den einen oder anderen war es vielleicht hilfreich, das würde mich freuen. Ich würde mich auch über Kommentare freuen, wenn ihr vielleicht noch andere Ideen habt, wie man ja, anstatt dem Vlies was anderes nehmen kann, um diese Abdeckung wieder hübsch zu machen. Würde mich da über Kommentare freuen. Und wie immer gilt, liked das Video, wenn es gefallen hat, abonniert den Kanal, teilt auch gerne das Video oder den kompletten Kanal für andere, würde mich freuen. Und dann bleibe nur bis zum Schluss dran, jetzt kommen noch die ganzen Teilenummern und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dann, macht's gut, ciao.